Bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Angelika Angelika, woher kommst du? aus Österreich in der Nähe von Salzburg. Das erste Mal hier? Das 3. Mal. Warum kommst du immer wieder? Warum komme ich immer wieder? Also wie wir am Montag hergekommen sind, haben wir gedacht, jetzt bin ich wieder daheim. Irgendwie ist das so eine Heimat für mich schon geworden. Ja. Mhm. Und übrigens, das Video, sie ist sehr in Rot, weil die Heizung ist über uns. Es ist wirklich winterlich in Medjugorje, oder? Ja, Deswegen. ist wirklich frisch, der Wind geht draußen. Und das ist jetzt richtig gut, dass da warm ist, erinnern. Ja, zum Glück, oder? Und weil es wirklich winterlich ist. Und was ist jetzt nach dem 3. Mal Medjugorje für dich? Also heuer ist ganz was Besonderes. Ich rede jetzt ein bisschen Dialekt, ich kann nicht wirklich Hochdeutsch. Heuer ist meine Tochter mitgefahren, das erste Mal. Und das ist für mich wirklich ein Herzenswunsch, ist da in Erfüllung gegangen, dass sie einfach das auch sieht, von was ich da oft schon gesprochen habe. Ja. Und jemand, der jetzt Medjugorje nicht kennt und gerade das Video sieht, beschreibt Medjugorje für die mal. Ja, Medjugorje, das ist einfach ein ganz, früher war es ein kleiner Ort, glaube ich, mit wenig Einwohnern, wo 6 Kinder und Jugendliche die Erscheinungen von der Mutter Gottes gehabt haben, am Erscheinungsberg. Wenn man da herkommt, also ich weiß nicht, ich kann nur von mir ausgehen, aber das spürt man so richtig. Da ist was. Vor allem, wenn man in die Kirchen reingeht und vorn rechts ist die Mutter Gottes, die Statue. Ja. Letztes Jahr war das ganz stark zum Spüren für mich. Da bin ich hingegangen und mich hat die Tränen runtergekullert, weil das war, als wir uns umarmt hätten. Und das war immer, jeden Tag bin ich da hingegangen und ich habe das von Anfang bis Ende immer gespürt, wie es mich ganz stark umarmt. Sagen viele Leute, ne? Es ist wie wenn der Himmel die Erde berührt hier. Ja, genau. Auch hat man so Gedanken oft, die was einem im Alltag gar nicht kommen. Im Nachhinein merkt man dann, das kommt nicht von mir, das ist nicht von mir gekommen, das ist von Gott gekommen. Das merkt man dann von anderen Aussagen. Also drum habe ich das jetzt gesagt oder drum habe ich das jetzt gedacht. Das waren einfach dann so Eingebungen oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja. Eingebung, ne? Vom Heiligen Geist? Ja, bestimmt. Warst du schon immer katholisch oder hast du einen Weg in die katholische Kirche? Nein, ich bin katholisch von Geburt an, ja. Und was hat Medjugorje mit deinem katholischen Glauben gemacht? Irgendwie verändert? Ja, ich habe ganz früher, also in Salzburg sind wir ja gesegnet mit der Loreto-Gemeinschaft. Und da, ich habe eine Freundin, die hat 6 Kinder und die war immer mit ihren Kindern Pfingsten bei der Pfingstsequenz in Salzburg. Und da bin ich mit meinen Kindern auch mit reingefahren. Und da haben wir ganz viel mitgelebt mit die Loreto. Und dann sind meine Kinder größer geworden und allein bin ich einfach auch nicht mehr reingefahren. Aber dortmals war schon das Feuer entfacht, so wirklich für den tiefen Glauben. Und das ist mir eigentlich abgegangen. Und in Medjugorje merke ich jetzt, das ist genau das Gleiche, wie ich in Salzburg schon erlebt habe, dort jedes Jahr zu Pfingsten. Und ja, genau. Also ich merke, Das Feuer des Heiligen Geistes ist hier? Ja, das Feuer des Heiligen Geistes, das stimmt. Und da ist egal, mit wem du da ins Gespräch kommst, es geht um einen Glauben, es geht so um das Leben mit Gott. Und das ist voll schön. Das hat man eigentlich, oder habe ich im Alltag ganz selten. Und warum ist das Leben mit Gott so schön? Für dich? Da geht's um was anderes. Da geht's nicht ums Geld, da geht's nicht um das, wer besser ist, da geht's nicht um das, wer schöner ist, sondern da geht's eigentlich um das Miteinander. Ja, miteinander sind wir sowieso am besten aufgehoben. Ja. Habe ich gerade heute einem Freund gesagt, der hat auch was im Internet geschrieben. Ich dachte, schön, dass ich nicht alleine bin mit der Ansicht. Man denkt, dann ist man alleine. Und das Miteinander gibt einem Halt auch, ne? Ja, total. Genau. Und was ist die Loreto-Bewegung? Beschreibt das ein bisschen, dass die Leute das kennenlernen. Das ist eine tolle Bewegung. Ja, da ist in Salzburg der Georg Meyer-Mellenhof. Der wäre eigentlich Priester geworden. Und kurz, glaube ich, vor der Priesterweihe hat er dann seine Frau kennengelernt und ist dann nochmal umgedreht und hat eigentlich dann eine Familie gegründet, hat geheiratet und hat aber, glaube ich, durch das jetzt
ganz viel in Salzburg bewegen können. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen sollte. Das ist ein Gebetskreis auch mit Musik, ne? Anbetung. Gebetskreise, ja genau. Musik, haben sie ganz tolle Musik. Toll. Ja, ich weiß. Das ist eine spirituelle Heimat, das ist eine geistige Heimat wahrscheinlich, ne? Da hinzugehen in die Kirche, wenn abends diese Veranstaltungen sind. Ja, genau. Kann man auch im Internet, glaube ich, verfolgen, ne? Loretto, Salzburg. Ja, die haben da ganz viel aufgebaut in Salzburg. Es ist schon so viel von gehört positiv, auch schon in Israel gesehen, die waren auch auf Pilgerreise nach Und Israel. vor allem ganz viel für Jugendliche macht er. Der redet so gut, der ist selber Religionslehrer und zieht einfach die Kinder und Jugendlichen voll in den Glauben ein. Also ganz positiv. Weil er begeistert ist, ne? Weil wir alle, ist das Medjugorje, das auch das entflammt? Ja, genau. Und das spüren alle, dass das einfach so richtig ist. Ja. Weil du strahlst voller Freude. Was würdest du Leuten sagen? Es gibt Leute, die können nicht vergeben. Für die ist es unwahrscheinlich schwer. Sich selbst vergeben, anderen Leuten vergeben, vielleicht Gott vergeben, haben ein Kind verloren. Was würdest du diesen Menschen sagen? Ja, es gibt wirklich ganz schwierige Zeiten oder Schicksalsschläge, was man haben kann. Also ich denke mir, da ist voll die Gnade, wenn man an Jesus denkt, an Gott denkt und wenn man sich an ihn wendet und das übergeben kann. Allein kann man das oft gar nicht lösen. Geht dir es auch so? Du wirklich Hilfe. Du hast es gespürt, es ist ein lebendiger Gott, der interessiert ist an uns. Ja, total. Weil viele Leute denken, hör auf, von Gott zu reden, die denken, das ist ein alter Mann mit einem weißen Bart. Und wenn wir einen Fehler machen, schickt er uns in die Hölle. Das denken viele Leute. Die wollen sagen, das Letzte, mit solchen will ich nichts zu tun haben. Natürlich hat es auch ganz viel von der Geschichte her schon Negatives gegeben, von der Kirche her oder was. Aber ich denke mir, die sind auch alle ganz normale Menschen. Ja? Und ich glaube, ja, auch wenn irgendwas einmal Schlimmes passiert ist, es muss immer wieder weitergehen. Genau, und wer macht keine Fehler? Ja, wer macht keine Fehler? Gibt's fast nicht. Gibt's, wie Jesus gesagt hat. Ich glaube, dann waren wir schon nicht mehr da. Dann wären wir schon nicht mehr da. Und deswegen hat Jesus die Beichte eingeführt als Sakrament oder als Hilfe für uns. Ja. Was würdest du Leuten sagen? Hier kommen Leute, die 20 Jahre nicht gebeichtet und haben Angst, zur Beichte zu gehen. Was würdest du sagen? Was ist die Schönheit der Beichte und warum muss man keine Angst haben? Also mir ist selber so gegangen. Man hat irgendwie da schon sehr eine Barriere. Man hört zwar immer, das tut voll gut, aber nein, ich nicht. Aber wie ich dann wirklich hingegangen bin, also das war eigentlich ein wunderschönes Gespräch mit dem Priester. Gestern zum Beispiel war ich auch beichten und ich habe ihm gar nicht in die Augen schauen traut. Der hat gestrahlt von innen aus. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Mensch? Das war so schön. Und ich habe halt dann gesagt, was mir gerade am Herzen liegt oder was mir zurzeit gerade ein wenig schwer ist. Und das war dann voll das schöne Gespräch. Und ja, man geht einfach danach wirklich gelöst und befreit wieder weg. Und das vermissen wir doch oft, oder? In unserer Gesellschaft. Alle rennen und arbeiten und keiner hat diese tiefen, schönen Gespräche. Ich glaube, das gibt irgendwie, also ich habe viele gute Freunde oder Freundinnen und man geht natürlich auch oft zu denen und sagt so die Probleme, was man hat. Aber dann kriegt man halt gute Ratschläge, okay. Aber oft belastet dann das auch die Freunde, was man da für Geschichte hat. Aber ein Priester, also das ist ja nur so ein Werkzeug. Eigentlich redest du mit Jesus und das geht voll in die Erlösung. Und du kannst es dann vom Geistigen anschauen. Nicht so vom Weltlichen her, sondern über das Geistige kriegst du dann einen Weg, wie man es versuchen kann. Schön. Und unsere Kirche ist eine Kirche der Ordnung. Wir sehen, die Welt ist total in Unordnung. Aber die katholische Kirche ist die Kirche der Ordnung. Wenn wir am Stand der Gnade sind, können wir, wenn wir in der Beichte waren, können wir die Eucharistie empfangen. Es scheint, viele Leute verstehen nicht mehr. Was ist die Eucharistie? Kannst du aus deiner Sicht erklären? Ja, die Eucharistie ist Jesus, also ist der Leib Jesu. Das ist nicht ein Blatt, das ist nicht ein Brot, sondern das ist wirklich Leib Christi. Und das ist ganz was Besonderes, wenn man eigentlich in die Kirchen geht und man darf die Eucharistie erhalten. Das stärkt dann für die ganze Woche. Und wir haben, es scheint, in unserer Gesellschaft irgendwie den Sinn für das Heilige verloren. Du sagst, das ist was ganz Besonderes. Ja. Und da hat hier ein Priester gesagt, wenn ihr in die Kirche geht,
ein Franziskanermönch hier hat gesagt in der Messe, wenn ihr in die Kirche geht, bitte zieht euch nicht an, wie wenn ihr zum Strand geht, an den See oder ans Meer. Warum müssen wir unseren Körper bedecken, Männer und Frauen, wenn wir in die Kirche gehen? Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen von Ehrfurcht, ein Zeichen von Respekt. Es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt in ein Geschäft reingehe oder ob ich in eine Kirche reingehe. Und ich glaube, das darf so sein. Schön, wie du sagst. Und du redest unser Glaube ist eine persönliche Beziehung mit Jesus. Du redest mit Jesus wie mit mir redest und sagst ihm, hey, das ist auf dem Herzen, meine Familie, das geht gerade schief, da Also, brauche ich Hilfe. Ja, ich habe mir immer schwer da mit dem Thema Jesus oder Maria. Und irgendwie hat mir dann einmal gesagt, sprich doch mit ihm, wie er unser guter Freund war. Und seither geht's mir gut. Mhm. Und ist ein lebendiger Gott, der hilft. Du siehst durch Zufälle, wie auch immer. Du Ja. bittest um was. Zum Beispiel haben deine Freunde gesagt, du wolltest mich die ganze Zeit treffen und schwupp. Ja, genau. Wir sind hergekommen und dann habe ich schon erzählt, da gibt's so einen, der was auf YouTube ist. Das ist Thomas Medjugorje. Ich bin gespannt, ob ich den sehe. Weil wahrscheinlich werde ich Maria nicht zu Gesicht bekommen, aber vielleicht sehe ich Tom. Und auf einmal steht er da. Auf einmal, schwuppdiwupp. Wie es in der Bibel steht, Gott erfreut sich und tut gerne unsere Seelen, unsere Herzenswünsche erfüllen. Ja, Oder? genau, obwohl wir nicht sehen oder nicht angreifen können, Ja. aber ich weiß, der ist immer an meiner Seite und der wartet nur, dass ich bitte sage, bitte helf mir da oder da und dann ist er sofort da. Und auch mit der Maria. Also meine Mama, die ist bald gestorben, war ich 2 Jahre alt und ich hab mir immer schwer da mit Thema Mutter, obwohl ich selber Mama bin. Aber eigentlich habe ich selber irgendwie keine Mama gehabt. Und da herunten habe ich das lernen dürfen, dass es eine Mama gibt für mich. Und das ist ganz was Besonderes für mich. Genau, für Personen, die irgendwie Schwierigkeiten hat mit der eigenen Mutter. Deswegen hat Jesus uns diese spirituelle Mutter, diese seelische Mutter gegeben, ne, am Ja. Kreuz. Nochmal eigentlich das größte Geschenk am Ja. Kreuz noch, ne? Ja, Gesagt, hier, eure Mutter. Und seht es auch, das ist heilsam, ne? Das ist auch für Frauen, dass man sich an eine Frau wenden kann. ja, genau. So das Mütterliche, so das Frausein mit Jesus haben wir da lange nicht so schwer da, als wir mit dem Weiblichen. Das habe ich da lernen dürfen, Wow. dass ich das annehmen darf. Und hast du einen Lieblingsheiligen? Ein Lieblingsheiligen. Also der Pater Pio, der gefällt mir recht gut. Warum? Pater Pio? Ja, der hat ja ganz viel Beichten abgenommen und da sind ja wirklich ganz viele Heilungen passiert. Also ich habe schon mal 2 Bücher von ihm gelesen, schon wieder länger her. Das hat mich sehr berührt. Ja, Ja, geht mir auch so unglaublich, oder? ja, Unglaublicher Heiliger. gewaltig. Hast du einen Lieblingsort hier in Medjugorje, wo du gerne hingehst? Also, wo ich gern hingehe, eben in der Kirche, vorne rechts bei der Maria. Und das Cenacolo, das ist auch ganz was Besonderes. Wenn man Erklär. da die Geschichten hört von den jungen Burschen, von den Männern, die was in einer Sucht drinnen waren und die was wirklich mit Gott da rausgefunden haben, mit dieser Gemeinschaft. Also das ist ganz was Starkes. Da bin ich auch voll dankbar, dass ich das kennengelernt habe. Ja, Und für Leute draußen, wenn jemand in eurer Familie Suchtprobleme hat, meldet euch, ruft die Cenacolo Community an, schreibt eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob es in Österreich gibt, in Deutschland glaube ich nicht. in Wien gibt es ein Haus. 90% Heilungsrate. Schwester Elvira aus Italien hat die gegründet. Und wir alle haben Probleme. Wir alle, ja. Wir alle haben Probleme und ich glaube, man braucht gar nicht weit denken und es fällt dann irgendwer ein, der was in einer Sucht drinnen ist und vielleicht selber gar nicht mehr rausfindet. Und oft ist es einfach gut, wenn man mal für dem Gebet spricht und auch wenn man zu dem hingeht und sagt, da gibt's was. Genau. Deswegen mache ich diese Videos. Damit es gibt Hoffnung, oder, in der Welt. Es gibt tolle Menschen wie du. Es sind zwischen 2000, ich habe es gestern gezählt, 2200 Zeugnisse. Die haben meistens auch die neuesten, haben deutsche Untertitel, könnt ihr also auch die englischsprachigen, wenn ihr Englisch nicht versteht, deutsche Untertitel. Und was würdest du am Ende Leuten sagen, warum man nach Medjugorje kommen? Warum man nach Medjugorje kommt? Und zwar, dass man einmal sieht, was in der katholischen Kirche überhaupt für ihre Schätze da sind und dass der Glaube lebt. Also es lebt der Glaube. Man muss einfach nur mittun. Ganz wichtig. Was sind die Schätze für dich in der katholischen Kirche?
die Eucharistie, die Beichte und die Gemeinschaft. Ja. Und ganz stark, ich singe so gern, die Klassenliederung. Also da gibt es wirklich das neue geistliche Liedgut. Ja. Und du kannst gar nicht aus. Also da kriegst du eine Freude. Toll. Was kann ich sagen? Willst du jemanden grüßen in Österreich? Alle, die mich kennen. Ja, schön. Ja. Und hast du die Erfahrung gemacht, das habe ich hier in Medjugorje gelernt, wenn man mit der Absicht lebt, dein Wille geschehe, wie im Vater unser. Wenn man sein will, sagt, zurückstellt, sagt, dein Wille geschehe in meinem Leben, dass dann die Probleme, die Perspektive anders wird, man Gottes Hand in seinem Leben sieht. Ja. Hast du das auch gemerkt, wenn man so lebt in der? Also wirklich, wenn ich auch denke, dein Wille geschehe, also was da abfällt, es wird irgendwie einfach leichter. Ja, wir strampeln uns ab und oft, ja, was schaffen wir denn allein? Und wenn man es wirklich abgeben kann, wenn man sagt, Jesus, bitte übernimm du das für mich, ich schaffe das nicht. Das allein tut schon so gut, wenn man das ausspricht. Und ich habe hier viele Leute getroffen, auch mich selbst beobachtet. Vielen Leuten fällt es schwer, sich selbst anzunehmen. Was sagst du den Leuten? Wie kann man da rauskommen? Das weiß ich selber nicht. Ehrliche Antwort. Wie man sich selber annimmt, naja, halt auch nicht vergleichen immer mit anderen. Vielleicht nur mit Jesus vergleichen und Jesus anrufen. Ja, oder? Und einfach, ich meine, es ist ja wunderbar, wie wir erschaffen worden sind. Wir sind von Gott erschaffen worden und das kann ja nur richtig sein. Ja. Schaut euch die Blumen an. Ich mache immer diese Walking Tours, also ich laufe rum mit dem Fahrrad und zeige einfach nur die Natur und die Blumen. Ja. Es kann kein böser Gott sein, der uns nicht mag, sonst würde das nicht verlieren. Ja, ich denke mir oft bei den jungen Mädchen, die schämen sich, weiß ich nicht, für alles Mögliche und die haben oft so zurückgezogen und dann denke ich mir, die haben alles so lieb und so fesch, wenn sie das selber sehen konnten. Ja. Aber man tut irgendwie aber selber so obi. Genau, und das ist nicht von Gott, diese Stimme in dir, jemand der jetzt zuhört und sagt, diese Stimmen, die einen runterdrücken, das ist nicht von Gott. Ja. Gott hebt einen immer an, gibt einem Freude, Frieden. Und vielleicht ist da, deswegen mache ich die Videos, diese 5 Steine von Medjugorje gut. Das ist die Beichte, was wir gesprochen haben. Zur Eucharistie gehen, vom Herzen beten, der Rosenkranz. Warum ist das so kraftvoll? Pater Pio hat gesagt, das ist die Waffe unserer Zeit, der Rosenkranz. Ich habe mal gehört, wenn man einen Rosenkranz betet, wenn man das sehen könnte, da kommen lauter Rosen aus uns raus. Ja, also ich stelle mir das also vor. Und ich merke es einfach selber, wenn ich einen Rosenkranz bete, das ist wie eine Meditation. Irgendwie trifft ich da richtig weg und bin gar nicht mehr so richtig da und kann einfach loslassen. Das tut so gut. Ja, fantastisch, was du sagst. Geht mir genauso. Und am Anfang ein bisschen schwer, weil die andere Seite will nicht, dass wir den Rosenkranz beten. Das hat ein berühmter Exorzist, der Exorzist von Rom, gesagt, dass eine Perle mit Herzen gebetet ist wie ein Hammerschlag auf den Kopf von Satan. Im Endeffekt auf die Dunkelheit. Und wenn irgendwo in Dunkelheit gerade jemand ist, nehmt man vielleicht habt ihr keinen Rosenkranz, könnt ihr bei den Fingern abzählen, man kann Rosenkranz in Deutsch überall bei YouTube finden, mitbeten und so weiter. Das zieht einen ins Licht. Man hat 10 Finger. Genau. Brauchst gar keinen Rosenkranz. Genau. Mache ich mal oft nachts, wenn ich aufwache, irgendwie Nummer 1, 2, 3, 4. Genau. Und dann hat er gesagt, der Rosenkranz, Fasten, fällt es schwer für dich? Ja, schon. Ja, also Fasten kann ich am besten in einer Gemeinschaft. Ja. Aber so allein, meistens tue ich dann Fasten brechen. Oh, das ist auch schwierig. Und dann Bibel lesen? Machst du das ab und zu? Ja, selten. Da kann ich empfehlen, einfach eine Bibel und einfach aufschlagen, wie ich zu Gott bin und dann einfach mal aufschlagen und lesen, was da steht für einen. Ja. Zum Beispiel, da ist oft mal so eine kleine Botschaft, hat mir eine Nonne aus Indien gesagt, mach das mal so. Und man kann auch einfach nur ein Bibelzitat, gibt es ganze Webseiten, wo man dann Zitat des Tages lesen kann oder so. Einfach klein. Auf Spotify gibt es den Podcast Bibel to go. Ja. Das ist viel klasse, das höre ich fast jeden Tag. Ja? Es gibt so viele Frauen, ihr seid nicht alleine, oder? Schaut auch nach Gebetskreisen. Bist du im Gebetskreis? Nein, bin ich nicht mehr. War ich einmal. Aber du gehst ab und zu den Veranstaltungen von Loreto in Salzburg, oder? Ja, selten. Aber ich möchte es wieder mehr in mein Leben integrieren. Ja. Das ist vielleicht eine kleine neue Frucht von Medjugorje. Genau. Also jetzt mal, wenn ich wieder da war,
tue ich wieder irgendwas mehr dazu bauen. Ja, Das ist auch Medjugorje für dich? Ist wie eine Schule hier? ja, es wäre Schule, stimmt. Was lernt man hier? Über was geht die Schule? Also für mich ist es einfach, dass ich wieder mehr tue im Glauben. Mhm. Genau, und fragt euch mal draußen, was macht ihr für Jesus? Jesus ist einen Traum zu einer Bekannten von mir bekommen und hat gesagt, was machst du in deinem Leben für mich? Weil ja, jetzt ist von einer Freundin die Mutter gestorben, die hat mir gerade geschickt, die ist jetzt gestorben. Okay. Weil ich mache auch den Kanal, damit ihr im Stand der Gnade seid. Mein Bruder ist schlafend gestorben vor 2 Jahren. Ich habe abends mit ihm noch gesprochen, am nächsten Morgen war der tot. Überlegt euch gut, wie alt, jung, wie wir jetzt ein bisschen älter, die Seele bleibt jung, du fühlst dich auch 18, oder? Unsere Seele bleibt immer jung. Ja, man Ja. fühlt sich viel jünger als Viel jünger als man ist, ne? Ja. Deswegen sind wir Kinder Gottes. Die Seele ist ein Kind von Gott. Und der ganze Sinn ist, diese Seele rein und in die Liebe zu bringen, oder? Dass man wirklich liebt. Ist das der katholische Glauben in einem Satz? Zu Ja. lieben? Ja, unbedingt, genau. Ja. Und deswegen reden wir über Vergeben, wie man sich wieder selbst liebt, wie man die Verbindung zu Gott finden kann, der Liebe ist. Dann liebt man sich auch selbst, wenn man diese Liebe zu Gott wieder aufbaut. Deswegen mache ich den Kanal. Das ist todernst, die Sache. Mein Bruder ist gestorben. Die Mutter von der Freundin von meinem Bruder ist jetzt auch gestorben. Gestern ins Hospiz gebracht, heute schon tot. Hätte ich nie gedacht. Irgendwie gestern noch lebendig gesehen. Deswegen, es ist ernst. Kümmert euch um eure Seele. Ewig da, aber das sind muss wir nicht. Und die Seele geht auf die andere Seite, wie sie ist. Mein Onkel hat seinem Bruder nicht vergeben, pechschwarz. Meine Schwester Depressionen gehabt, grau. Und gebt Acht auf eure Seele, oder? Das wird im Leben menschlich, in dieser Welt geht es nicht um die Seele. Das wird das Letzte, oder? Ja, eben, da müssen wir uns immer wieder zurückbesinnen, Ja. dass es eigentlich um unsere Seele geht. Genau. Und was haben wir, wenn wir keinen Frieden haben, oder? Wir können die ganze Welt besitzen und können depressiv sein. Ja. Und du strahlst. Glaubst du, es hat auch mit Medjugorje zu tun, mit deinem Glauben, dass du so, weil ich habe dich gesehen, wow. Ja, schon. Mhm. Ja. Diese 5 Steine Also da fühlen geht dann nur gut da herunter. Genau. Und wenn man die Eucharistie empfängt, zur Beichte gehen kann, oder Ja. 5 Steine. Ich muss schon sagen, ich habe schon grundlegende Lebensfreude in mir. Ja, toll. Ja. Und das wollen wir weitergeben mit dem Video an euch. Und die könnt ihr auch bekommen. Das ist ein Weg dahin, Schritt für Schritt. Aber den Weg mal beginnen, oder? Ja. Ein paar Videos anschauen von Tom Medjugorje. Unbedingt. Ja, genau. Wow. genau. Und Und über YouTube kann man ja die Messen, also Rosenkranzmesse, Andacht, kann man alles jeden Tag live mit beiwohnen. Wenn du daheim bist, sitzt du hin und schaust dir die Messe an. Das ist so wunderschön. Und wird eben in die eigene Sprache übersetzt. Ganz was Wunderbares. Einfach Abendprogramm Medjugorje eingeben bei YouTube und dann seid ihr live dabei. Und das ist wunderschön, wenn man dann da ist und dann sieht man das selber und denkt man sich, oh, jetzt bin ich da. Ja. Ja, was kann ich sagen? Danke für das schöne Interview. Also danke, alles Gute.